Willkommen zurück bei Deutsch für Anfänger. Wir sprechen heute über Feste und Feiertage in Deutschland und ihr werdet viel Alltagsvokabular und einfache Satzstrukturen kennenlernen. Glücklicherweise haben wir das ganze Jahr über Feste und Feiertage in Deutschland. Wir beginnen unsere Reise im Frühling und im Frühling feiern wir Ostern. Das genaue Datum kann variieren, meistens ist es zwischen Anfang und Ende April. Ostern bedeutet für viele Menschen, sie haben 4 Tage frei. Es gibt 3 offizielle Feiertage und dazwischen ist der Samstag. Die meisten Leute haben am Samstag auch frei und so sind es 4 Tage, die man mit der Familie verbringen kann. Übrigens, ein Feiertag in Deutschland bedeutet wirklich, alles hat geschlossen. Nicht nur Schulen und öffentliche Institutionen, sondern auch alle Geschäfte. Es gibt kleine Ausnahmen wie an Bahnhöfen, auf der Autobahn oder einige Bäckereien. Aber generell haben Supermärkte geschlossen. Ostern ist ein religiöses Fest. Deshalb gehen einige Menschen in die Kirche, aber viele feiern einfach zu Hause. Es gibt einige typische Bräuche an diesen Tagen. Karfreitag ist der Höhepunkt der Fastenzeit. Nicht viele Menschen fasten bis Ostern, aber viele verzichten an diesem Freitag auf Fleisch. Am Ostersonntag ist dann der Höhepunkt des Festes. Traditionell gehen Eltern mit ihren Kindern in den Park, in den Wald oder in ihren Garten und suchen Eier. Neben den Eiern gibt es auch viele Süßigkeiten, meist kleine Hasen aus Schokolade und auch kleine oder größere Geschenke. Die Geschenke sind in erster Linie für die Kinder. Die Erwachsenen schenken sich meistens nichts oder nichts Großes. In vielen Familien gibt es dann ein besonderes Frühstück oder es wird ein spezieller Kuchen gebacken. Das kann zum Beispiel ein Osterlamm oder ein Hefezopf sein. Im Mai und Juni gibt es weitere Feiertage. Am 1. Mai ist der Tag der Arbeit, an dem die Arbeitnehmer nicht arbeiten müssen. Im Mai und Juni gibt es aber noch weitere religiöse Feiertage, die entweder an einem Donnerstag oder an einem Montag sind, so dass wieder viele Leute ein langes Wochenende genießen können. Im Sommer gibt es nur regionale Feiertage, in Bayern zum Beispiel im August, aber keine nationalen. Deshalb gehen wir direkt in den Herbst. Am 3. Oktober ist der deutsche Nationalfeiertag, der Tag der deutschen Einheit. An diesem Tag feiern die Menschen, dass sich West- und Ostdeutschland wieder vereinigt haben. Der 3. Oktober ist nicht exakt das Datum, an dem die Mauer in Berlin gefallen ist. Das war bereits im November 1989 und die offizielle Wiedervereinigung war dann ein Jahr später, 1990. Der 3. Oktober ist oft ein schöner Tag, der Herbst beginnt, die Blätter werden bunt und oft scheint die Sonne noch. Danach feiern viele Kinder am 31. Oktober Halloween. Diese Tradition ist in Deutschland noch relativ neu und viele Menschen sind nicht ganz einverstanden mit diesem Fest, weil es parallel am 31. Oktober einen wichtigen religiösen Feiertag gibt. Es ist gleichzeitig der Reformationstag, ein ganz wichtiger Tag für die protestantischen Christen. Der 31. Oktober ist in manchen Bundesländern aufgrund des Reformationstages ein Feiertag, aber nicht in allen. An Halloween sammeln die Kinder Süßigkeiten
Und viele Menschen stellen Kürbisse vor die Häuser oder machen sogar ein kleines Feuer. Es geht direkt weiter am 1. November. An diesem Tag denkt man an die Toten. Viele Menschen gehen auf den Friedhof und stellen Kerzen auf. Im November beginnt langsam die große Vorbereitung auf das wichtigste Fest des Jahres, Weihnachten. Die 4 Sonntage vor Weihnachten heißen Adventssonntage und an jedem dieser Sonntage wird eine Kerze angezündet, bis schließlich 4 Kerzen brennen. Diese Zeit ist sehr besonders, die Städte sind sehr schön dekoriert. Es ist auch die Zeit der Weihnachtsmärkte, die meistens zwischen Ende November und Ende Dezember stattfinden. Es ist auch die Zeit, Geschenke zu kaufen, Karten an Freunde oder Verwandte zu schreiben oder sie zumindest anzurufen und natürlich den Weihnachtsbaum zu kaufen. Auf jeden Fall ist es eine sehr gemütliche und sehr schöne Zeit. Das ist sehr wichtig, denn das Wetter ist meistens sehr schlecht. Im November, Dezember und Januar ist es oft sehr grau. Es regnet sehr viel, nur in den Bergen kann es schneien. In Deutschland ist der 24. Dezember der wichtigste Tag des Weihnachtsfestes, auf jeden Fall für die Kinder, denn am Abend des 24. Dezember gibt es die Geschenke. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, dem 25. und 26. Dezember, besuchen viele Menschen ihre Verwandten und es gibt sehr viel zu essen. Man kann zu Hause kochen oder natürlich ins Restaurant gehen. Ein beliebter Klassiker ist zum Beispiel Gans mit Kartoffelknödeln und Rotkohl. Nach diesen 3 Tagen Feiern, Essen und Geschenke gibt es nur eine kurze Pause, bevor Silvester vor der Tür steht. Silvester feiern viele Menschen mit ihren Freunden, weniger mit der Familie, weil man die Weihnachtstage mit der Familie verbracht hat. An Silvester sind Raclette oder Fondue, 2 Schweizer Gerichte, sehr beliebt. Und der Höhepunkt ist natürlich das Feuerwerk um Mitternacht. Der 1. Januar ist wieder ein Feiertag und je nach Region in Deutschland beginnt danach langsam wieder der Arbeitsalltag. Im Süden Deutschlands etwas später, denn der 6. Januar ist dort auch noch ein Feiertag und die Ferien enden erst nach diesem Feiertag. Im Januar gibt es dann erst einmal keine Feiertage, aber im Februar oder März, das Datum kann variieren, gibt es Karneval. Ihr könnt auch die Begriffe Fasching oder Fastnacht hören, das ist regional verschieden, bedeutet aber alles Karneval. An Fasching gibt es keine offiziellen Feiertage, aber die meisten Schulen schließen 2 bis 5 Tage und viele Arbeitnehmer nehmen sich frei. Am Wochenende oder am Rosenmontag oder Faschingsdienstag gibt es viele Umzüge und natürlich Partys, zu denen man mit Kostümen kommen muss. Es gibt ein traditionelles Gebäck, die Berliner, ein Hefeteig, der frittiert wird und mit Marmelade gefüllt wird. Und diese Berliner sind sehr beliebt an Fasching. So, das war unser Jahr mit den Festen und Feiertagen in Deutschland. Lasst mich doch bitte in den Kommentaren wissen, was haltet ihr von diesen Festen? Gefallen sie euch, falls ihr schon einmal in Deutschland wart oder ähnliche Feste habt? Oder was sind die größten Unterschiede zu euren Traditionen?